Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen. Heute befassen wir uns mit der Frage, was Sie mit Ihrer Wohnung in Israel tun müssen, für den Fall, dass Sie versterben. Das ist keine schöne Sache, sie sollte aber geregelt werden. Eine wichtige Information, die Sie mitnehmen müssen, ist, dass es eine Diskrepanz der Steuern gibt zwischen Deutschland und Israel. Deutschland kennt die Erbschaftssteuer, die, wenn man den steuerfreien Betrag nicht mehr in Anspruch nehmen kann, erhebliche Kosten mit sich bringt. Israel kennt diese Steuer nicht. Israel kennt aber eine Grundstückgewinnsteuer, die man zahlen muss, wenn man das Grundstück oder eine Wohnung verkauft. Die berechnet sich auf den Wertzuwachs zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis. Diese beiden Steuern sind nicht gegeneinander aufrechenbar. Das bedeutet, wenn eines Ihrer Kinder ihre Wohnung in Israel erbt, muss es nach dem Marktwert die Erbschaftssteuer bemessen und in Deutschland die Erbschaftssteuer abführen. Wenn es diese Wohnung dann verkauft, dann bekommt es aber nicht den vollen Marktwert, sondern es bekommt den Marktwert minus die israelische Grundstückgewinnsteuer, die häufig sehr hoch ausfallen kann. Jetzt, wie können Sie diese Diskrepanzen verhindern und worauf müssen Sie achten? Das Erste ist, Sie sollten mit Ihren Kindern, wenn Sie die israelische Wohnung einem Ihrer Kinder vererben wollen, dann sollten Sie erstens darauf achten, dass Sie die Kinder gleich behandeln und die potenzielle israelische Grundstückgewinnsteuer in diese Berechnung einbeziehen, weil es sein kann, dass diese den Wert der Immobilie für ihr Kind erheblich verringert. Andererseits sollten Sie mit dem Erben, der die Wohnung bekommen soll, reden und ihn fragen oder sie fragen, was sie mit der Wohnung machen soll. Wenn die betreffende Person die Wohnung nicht verkaufen will, sondern selbst nutzen will zum Beispiel oder vermieten, dann ist unsere Frage obsolet, weil dann die Diskrepanz nicht zum Tragen kommt. Wenn aber das Kind die Wohnung verkaufen will, weil es nicht dafür sorgen kann, dann ist es besser, wenn Sie dies selbst tun, und zwar zu Lebzeiten. Dann vererben Sie Geld und Sie vererben nur die Differenz und zahlen dann auf diese Differenz zahlt dann das betreffende Kind die deutsche Erbschaftssteuer. Ich hoffe, das hat Ihnen etwas weitergeholfen und freue mich, Sie mal bei uns begrüßen zu können.